Gesundheit braucht Verstand. Heute wollen wir uns noch mal mit der Nase beschäftigen. Die Nasenatmung haben wir schon in einigen Videos erklärt. Wir haben erklärt, wie wichtig sie ist, damit wir gesund bleiben und wie schädlich es sein kann, wenn wir häufig durch den Mund atmen. Unsere Gesundheit wird maßgeblich dadurch beeinträchtigt, wenn wir durch den Mund atmen. Als ich das erklärt habe oder nachdem ich das erklärt habe in den Videos, haben mich viele E-Mails erreicht, wo gesagt wurde, ja, du hast ja gut reden, wir würden ja gerne durch die Nase atmen, das klappt aber nicht. Und unser Hals-Nasen-Ohrenarzt hat uns gesagt, wir müssen die Nasenscheidewand operieren. Dann geht mehr Luft durch die Nase, dann funktioniert es auch, weil Ihre Nasenscheidewand ist schief. Und mit diesem Problem der schiefen Nasenscheidewand, da setzen wir uns heute mal auseinander. Ist es denn so, dass sie uns beeinträchtigt? Ich habe mal einen Schädel mitgebracht hier und glauben Sie mir, es ist ein Kunstschädel. Auch wenn er schon ein bisschen abgenutzt aussieht, ist es ein Kunstschädel. Und wenn wir diesem Kunstschädel mal in die Nase sehen, wir kommen mal näher ran, wir können auch erstmal auf die Nase gucken, das ist nämlich das Nasenbein, was gerne mal die Boxer zerschmettert kriegen. Und wenn wir reinschauen, da sehen wir tatsächlich, die mittlere Unterteilung ist die Nasenscheidewand und dann gibt es noch Querunterteilungen, das sind die Unterteilungen für die Nasenmuscheln. Die Nasenscheidewand bei diesem Kunstkopf ist schief. Derjenige, der den angefertigt hat, hat sich also nicht getraut, eine gerade Nasenscheidewand einzusetzen. Und wissen Sie warum nicht? Weil es wahrscheinlich gar keine gerade Nasenscheidewand gibt, sondern die schiefe Nasenscheidewand das Normale ist. Möglicherweise hat die Evolution sich dabei was gedacht, wissen wir nicht genau, aber es ist so. Und wenn die schiefe Nasenscheidewand gerade gemacht wird, fusch ich da möglicherweise ins Handwerk. Ist es nicht viel besser, sie schief zu lassen, ist die Frage. Aber zunächst mal scheint es ja relativ plausibel, du hast eine schiefe Nasenscheidewand, wir operieren sie. Plausibel hört sich das ja erstmal an, aber bei genauer Betrachtung gucken wir uns mal an, wenn eine Seite tatsächlich enger ist und die andere etwas weiter ist. Was bedeutet das? Ich zeige das mal hier an diesem kleinen Röhrchen. Da schiebe ich mal einfach einen Spachtel rein und da sehen Sie, der Spachtel ist jetzt genau in der Mitte. Durch beide Seiten geht gleich viel. Jetzt stelle ich den Spachtel schief auf. Und dann sehen Sie, eine Seite ist kleiner und die andere Seite ist größer. Das bedeutet aber nicht, dass hinten am Austritt weniger Luft ankommt, sondern die Luft ist nur auf beiden Seiten anders verteilt. Und genauso ist das bei einer schiefen Nasenscheidewand. Und wenn durch eine Seite 70% gehen und durch die andere Seite 30% Luft, kommen hinten trotzdem 100% an. Es ist nur anders verteilt. Aber warum können Sie nicht durch die Nase atmen, wenn es nicht die Nasenscheidewand ist? Und die lassen Sie wirklich am besten nicht operieren. Das ist die häufigste Operation in der HNO-Chirurgie, aber wahrscheinlich die überflüssigste. Aber warum können Sie nicht durch die Nase atmen? Weil Sie die Nase von Kindheit an zu wenig gebraucht haben. Und wenn das so ist, dann hyperplasiert in der Nase die Schleimhaut. Hyperplasiert bedeutet, die wird einfach dick, die wird wulstig, die wird schwammig, die plustert sich auf. Und wenn die Schleimhaut zu dick ist, dann geht durch unsere Nasenmuscheln viel zu wenig Luft, weil die quasi zu sind. Ja, und wir haben ja auf jeder Seite 3 Nasenmuscheln. Ich hatte es ja gerade schon mal gezeigt. 3 Nasenmuscheln, untere, mittlere, obere. Die obere ist dafür da, dass wir gut riechen können. Da ist mehr verwirbelte Luft drin. Und in den unteren beiden, das ist der Luftdurchgang für Ihre Atemluft. Die Nase selber, der ist es eigentlich völlig egal, ob durch eine Seite 30 oder 70 und auf der anderen 70 geht, hinten kommt 100% an und die brauchen wir und nichts anderes. So, wenn also die Nase nicht gebraucht worden ist, dann funktioniert sie nicht richtig, das Gewebe ist hyperplasiert.
Warum ist das so? Sie können sich jetzt ruhig vornehmen, ich atme jetzt durch die Nase, funktioniert auch, wenn Sie irgendwo ruhig sitzen, aber bei der geringsten Anstrengung schalten Sie schon wieder um auf Mundatmung und Sie wissen ja, das ist schädlich. Was tut man jetzt? Ich kann es mir vornehmen, okay, kann es aber nicht durchhalten. Die Nasenschleimhaut ist zu dick, da könnte man ja wieder sagen, wir schneiden die einfach ab. Dürfen Sie nicht, weil sie hat eine Schutzfunktion, sie erfüllt eine Schutzfunktion. Das Einzige, was man machen kann, ist seine Gewohnheit umstellen, lernen durch die Nase zu atmen, üben durch die Nase zu atmen, mit einem Übungsprogramm und mit dem Richtigen, bitte mit dem Richtigen, weil allzu viel gibt es nicht, die das leisten. Sie dürfen auch nicht einfach durch den Mund ausatmen, sondern die Nasenschleimhaut können Sie nur wieder aktivieren oder halten Sie auch in Spannung, wenn es denn funktioniert, indem Sie durch die Nase einatmen und ausatmen. Warum? Weil die Schleimhäute selber haben nicht wie meine Mundschleimhaut Muskeln, die unter den Schleimhäuten angesiedelt sind, sondern da ist einfach nichts. Sie sitzen direkt auf dem Knochen. Also Muskulatur könnte alles spannen, was da drüber liegt. Aber wenn da nichts ist, dann gibt es auch nichts zum Spannen. Deswegen gibt es eine andere Technik bei der Nasenschleimhaut. Die spannt sich nämlich nur dadurch, weil 30.000 kleine Zilien auf der Schleimhaut gewachsen sind. Zilien sind so kleine Fleischhärchen, die wärmen auch die Luft an, die feuchten sie an, die reinigen sie. So, diese Zilien sitzen auf der Schleimhaut, jetzt atmen sie durch die Nase ein und zwar durch diese kleinen Härchen und was passiert? Durch den Atemstrom wird die Schleimhaut mit nach hinten gezogen. Das heißt, sie bekommt einen Zug nach hinten und dadurch wird sie angespannt. Wenn ich durch die Nase ausatme, was unbedingt sein muss, einatmen, ausatmen durch die Nase, ich atme aus, dann wird die quasi wieder nach vorne geschubst. Und so wechselt diese Belastung der Schleimhaut ständig von einem Zug nach hinten zu einem Schubsen nach vorne. Und das hält die Schleimhaut in Form. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Nase benutzt wird. Und das trainieren Sie. Bei dem es nicht funktioniert, am besten sofort und so schnell wie möglich. Sie ersparen sich viele gesundheitliche Probleme. Sie müssen also üben, aber das Richtige. Denken Sie dran, Gesundheit braucht Verstand. Lassen Sie ihn auch wirklich wirken, diesen Verstand, wenn Sie Entscheidungen treffen, die gravierend sind. Und Operationen haben immer ein Operationsrisiko. Vergessen Sie das nie. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann liken Sie es doch bitte. Leiten Sie es weiter an Freunde und Bekannte, abonnieren Sie es und wenn Sie erinnert werden wollen, wenn wir etwas Neues senden, dann drücken Sie auf die Klingel. Schreiben Sie einen Kommentar oder stellen Sie Fragen, die Sie unter dem Video in der kleinen Rubrik platzieren können und wir antworten Ihnen so schnell wie möglich. Ich danke Ihnen heute fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie meinem Rat folgen.